Damit wir gleich leckeren Spargel kochen können, müssen wir den natürlich erstmal ernten. Und das ist nicht ganz so einfach. Also, wir haben hier schon ein Loch gemacht, haben den Spargel freigelegt und gehen jetzt vorsichtig mit dem Messer da dran lang und stechen dann einmal kräftig zu. Hallo, mein Name ist Aki Böcker. Ich bin hier auf dem Forstmannshof und ich werde euch jetzt mal zeigen, was man so alles mit weißem Spargel zusammen mit Erdbeeren machen kann. Wir brauchen für den fruchtigen Spargel Erdbeersalat, in jedem Fall schöne mundgerechte Stücke von weißem Spargel. Den werde ich gleich abkochen. Dann haben wir einen grünen Salat als Untergrund. Wir haben frische in Scheiben geschnittene Erdbeeren. Und wir haben hier frische Champignons, die ich ebenfalls in Scheiben geschnitten habe. Und über das Ganze kommt nachher eine schöne Vinaigrette, die auch recht fruchtig ist. Ich zeige euch gleich, wie es geht. So, diesen Spargel nehme ich jetzt und den gebe ich in kochendes Wasser. Dazu habe ich noch einen Stich Butter gegeben, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Zucker. So, das Wasser kocht schon. Und ich gebe das jetzt mal hier hinein. So. Jetzt stelle ich das Ganze noch etwas höher, damit ich meinen Spargel wirklich al dente bekomme. Nehme ich ihn sofort heraus, wenn das Wasser wieder kocht. Das ist optimal, habe ich mehrfach ausprobiert, klappt. Ihr seht, es braucht wirklich nur einen kleinen Moment. Fertig. So, ich mache möglichst feine Scheiben, weil die feinen Scheiben nehmen natürlich deutlich mehr von der Vinaigrette auf. Wenn ich die zu dick mache, die Teile, harmoniert es leider nicht mit den kleinen Champignons, die ich natürlich auch in feine Scheiben klein schneide. Ich prüfe mal die Temperatur von dem Spargel und stelle fest, da müsste ich noch ein Momentchen warten, weil wenn es zu warm wird, dann ist das letztendlich für die Substanz des Ganzen nicht gut. Ich kann also schon mal anfangen, meine Vinaigrette zuzubereiten. Dazu brauchen wir einen leichten Rotweinessig, und zwar nehmen wir davon 2 Esslöffel. Dann benötige ich noch ein neutrales Öl. Da habe ich mich jetzt für ein Traubenkernöl entschieden. Da benötige ich 3 Esslöffel. Zusätzlich nehme ich noch ein etwas nussiges Öl. Da habe ich mich für ein schönes Walnussöl entschieden. Und süße das Ganze mit einem Esslöffel Agavendicksaft. Das harmoniert auch sehr gut zu unserem weißen Spargel und macht das Ganze wunderbar fruchtig. Natürlich gebe ich auch noch etwas Salz und etwas Pfeffer hinzu. Und jetzt habe ich die Petersilie fein gehackt und die wird das Ganze noch mal ein bisschen verfeinern. Gefühlt ist mein Spargel kalt genug. Das heißt, ich werde jetzt
die Zutaten mal langsam zusammenführen. Last but not least unser Topping bzw. unsere leckere Vinaigrette. Und jetzt zum guten Schluss noch meine Prise Petersilie. Wir sind fertig mit dem Salat. Es handelt sich hier natürlich um einen auch besonders vitaminreichen Salat. Und bei der Erdbeere muss man wissen, dass die ganz viele positive Vitamine hat und auch Antioxidantien, die auch bei vielen Problemen gut helfen können. Zusätzlich möchte ich noch betonen, es ist ein unheimlich leichter Salat. 1 second on the lips, forever on the hips wird euch hier nicht begegnen. Um zu gucken, ob sich der ganze Aufwand hier jetzt auch gelohnt hat, will ich es mal probieren. Ich steche mal gerade bis unten durch und versuche von allem was zu erwischen. Köstlich. Ich kann es nur empfehlen.